Wäre ich Quizmaster in einer Buschkraftrate-Sendung, dann würde ich den Kandidaten zum heutigen Thema folgende 2 Fragen stellen. Wir haben 100 Leute im Busch befragt. Welcher Begriff fällt Ihnen denn als erster ein, wenn Sie an das Thema Klappsiegen denken? Die Zeit läuft. Richtig! Silky war die Top-Antwort. Und wir haben erneut 100 Leute im Busch gefragt. Welcher Begriff fällt Ihnen denn ein, wenn Sie an das Thema kleine Klappsiegen denken? Die Zeit läuft. Richtig, die Top-Antwort war Silky Pocketboy. Und nun habe ich eine Frage genau an dich. Ist es dir egal, wie teuer Equipment ist? Du sagst, Qualität muss seinen Preis haben. Ich habe damit keine Probleme, viel Geld auszugeben. Das gönne ich mir, das leiste ich mir, das habe ich. Oder gehörst du zu der Kategorie Bushcrafter, die dann auch mal sagen, hey, es darf auch günstiger sein, wenn die Leistung stimmt. Und bei mir muss immer das Preis-Leistungs-Verhältnis passen. Dann habe ich heute vielleicht etwas für dich. Entweder wird es der super Schnapper oder es wird eine Vollkatastrophe. Und ob das so ist, das werde ich heute mit dir gemeinsam testen. Also bleib dabei. Aloha, hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen rumpeligen Bushcraft- und Autokanal Fiesebusch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und keine Floskel, ich freue mich wie immer sehr. Okay, wie ihr schon in der Einleitung gesehen habt, Hashtag schauspielerische Glanzleistung. Jetzt mal seriös. Es geht um das Thema Klappsäge und in Form von einer kleinen Klappsäge. Und da fällt natürlich jedem als erstes immer ein, die Silky Pocketboy. Über den Sinn und Unsinn von Klappsägen in dieser Größe mag man streiten. Warum bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe euch unten in der Videobeschreibung den Kanal von Diana und Basti mal verlinkt, BD Ventures. Und die haben nämlich ein richtig cooles Notfallshelter mit ganz kleiner Ausrüstung. Die hat nur so eine kleine Pouch, so eine kleine Tasche gebaut. Und da ging es mich auch um die Frage, welche kleine Säge nehmen wir mit? Und dort habe ich in der Community, in den Kommentaren, nämlich eine Säge wurde dort empfohlen, die wohl sehr gut sein soll. Und was das Teil kostet, das glaubt ihr nicht. Das verrate ich auch erst gleich unten im Keller. Es geht hier um dieses Teil. Ja? GTI Wung ist die Marke. Also, es ist ein China-Böller. Und den Sinn und den Unsinn von solchen Sägen und ob die was taugt, das möchte ich gemeinsam mit euch rausfinden. Und wir gehen jetzt runter in den Keller. Keine Sorge, es wird kein elendig langes Unboxing. Ein bisschen Quatsch, ne? Wir packen es trotzdem aus, mal eben kurz auf die Waage, gucken uns allgemein so ein bisschen das Teil an. Denn eins ist jetzt an dieser Stelle ganz wichtig. Vielleicht geht dieses Teil gar nicht ins Holz hier zum Testen. Denn wenn uns das gleich schon auseinanderbricht unten im Keller oder die Verriegelungsmechaniken Schrott sind oder, dann werde ich das gar nicht erst im Holz testen. Dann geht die Säge gleich in den Müll. Werde das Video dann trotzdem hochladen mit einem vernichtenden Urteil, so dass eben halt niemand auf den Trichter kommt, das Teil zu kaufen. Aber nun sind wir mal positiv, open-minded sozusagen und sind mal ein bisschen optimistisch, dass das Teil vielleicht doch was kann. Und das kriegen wir gemeinsam raus. Okay? Hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Denn wenn du den Preis gleich hörst, dann kippst du hinten drüber. Versprochen, wirklich versprochen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ab geht's runter in den Buschkraftkeller und danach hoffentlich ins Holz. Okay? Und dann singen wir gemeinsam. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich um mein Holz.
Jeppa, da sind wir auch schon unten im Buschkraftkeller. Schön, dass du mitgekommen bist. Mir ist gerade so im Nachgang zum Intro eingefallen, ich glaube, ich muss etwas noch mal einmal ganz kurz klarstellen. Silkisägen sind toll, ja? No front gegen Silkisägen. Silkisägen sind einfach hervorragend in der Verarbeitung, die sind hervorragend in ihrer Leistung. Silkisägen, gar keine Frage, alles cool, alles super. Die Frage stellt sich immer Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Und ich glaube, dass die wenigsten von uns im australischen Outback ausgesetzt worden sind und dann dort sich irgendwie 2 Monate durchschlagen müssen. Ja, dann nehme ich die qualitativ hochwertigste Säge. Ja, so, das machen wir aber ja alles hier gar nicht. So, und dementsprechend, das möchte ich unbedingt klargestellt wissen. Silkisägen, super. Wenn du sie dir kaufst, wirst du viel Spaß und Freude damit haben und hast dann auch das dementsprechend auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Genug Worte verloren. Jetzt packen wir endlich den El Chipo-Kollegen hier aus, den GTI Wung. Ob er überhaupt so viele Worte, die bisher schon gefallen sind, ob es überhaupt das wert ist. Okay. Oh, 2. Nette Beilage. Ich benutze die Teile zwar so gut wie nie, aber sie haben durchaus ihren Sinn. Hier diese Drahtteile hier, die man zusammenschrauben kann. Nicht schlecht, aber jetzt auch nichts Besonderes, aber trotzdem cool, dass es dabei ist. Okay, so mein Freund. Kurzer Schnuppertest, ob der fiese China-Geruch, der fiese Chemie. Nee, geht, alles cool. Oh, was mir schon mal auffällt, hier haben wir Kunststoff, hier haben wir Gummi. Ui, und was man gar nicht auf den Bildern sehen konnte, die Klinge ist tatsächlich geschwärzt. Auf den Bildern sieht das anders aus. Okidoki. Okay. Okay, da blockiert irgendwas. Also denke ich mal, müssen wir die Verriegelung drücken. Und wunderbar. Klack, hey, hier, das finde ich schon mal wichtig. Achtung, Stille. Na, wenn das nicht sauber einrastet, ha? Cool, hey. Ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Also, Lage in der Hand. Fühlt sich, ja, kannst immer nur wieder sagen, ich bin haptisch, fühlt sich super gut an. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn ich jetzt hier ein bisschen kräftiger zudrücke, dass das schon knarzt irgendwie, aber gar nichts. Das ist alles echt super in Ordnung. Was haben wir denn da vorne? Da vorne haben wir noch so ein, weiß ich auch nicht, irgendwie so eine kleine Kunststoffanhaftung. Nicht wild. So, was haben wir denn hier für eine Zahnung? Ja, es ist dann auch so eine, fühlt sich an, als wenn es eine gute, wie heißt das so schön, Schränkung hat. Ne? Also, dass die Sägezähne so ein bisschen auseinanderlaufen, dass du beim Sägen quasi, dass die Säge sich weniger verkantet. Ja, also diese Schränkung bedeutet, dass es eben halt quasi, ich übertreibe das jetzt mal, so groß, mit so einem großen Abstand ins Holz reingeht und dann immer kleiner wird. So, das heißt, dann halt immer dort, wo du sägst, ist ein ganz kleiner Spalt quasi nur, aber das kann sich nicht verkanten, weil der kleine Spalt von einem großen Spalt kommt. Das ist die Schränkung. Okay, hier hinten kleines Lanyardloch. Was ich geil finde, schon wirklich, muss ich ehrlich sagen, dass die Klinge geschwärzt ist. Ne? Nirgendwo auf den Bildern zu sehen, da ist die überall blank. Okay, so von der, fühlt sich auch nicht so schlecht an. Können wir die auch, okay, man kann sie eben halt nicht doppelt verstellen.
Bei den anderen Sägen kann man in der Regel, wenn man nochmal drauf drückt, kann man das Sägeblatt nochmal ein bisschen hochstellen, dass man in einem anderen Winkel noch sägen kann. Das geht hier nicht. Ne? Für mich kein Problem, ich säge nie in dieser anderen Position. Ja, erster Eindruck. Ohne Mist, wirklich ohne Mist, schwer in Ordnung. Okay, klappen wir mal wieder den ganzen Kram zusammen. Und das macht sogar einen Klick beim Einrasten. Einmal beim Aufmachen, klack. Beim Zumachen, hört zu, zack. Und man kann es nicht einfach so rausziehen. Bräuchte ich jetzt nicht, aber Sicherheitsgedanke, cool. Denn das war für mich jetzt das Wichtige. Wäre das jetzt nicht gewesen, wäre das jetzt hier alles knarzig oder hier diese Klack und dass diese Verriegelung, ich gebe da jetzt viel Druck und Gewalt drauf. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre die Säge sofort out of order gewesen und wir hätten gar nicht erst angefangen zu sägen. Weil wenn es sicherheitstechnisch blöd wird, dann kann ich darüber kein Video machen. Ne? Doch, ich kann ein Video machen, aber in negativer Form. Denn es schauen hier auch Anfänger oder Einsteiger zu und ich trage dann eben halt diesen idealistischen Gedanken in mir, du kannst den Leuten keinen Schrott anpreisen, wo sie sich nachher vielleicht mit verletzen. Also, das macht echt ohne Mist einen guten Eindruck. Kommen wir nun zu den Zahlen, Daten, Fakten. Und ich kann euch noch mal eins sagen, in der kurzen Kamera-Off-Phase beim Szenenwechsel, ich habe gefummelt und ich habe gefühlt und gefummelt. Und es wird immer besser, nach wie vor. Also ich glaube, ich mag das Teil. Okay, das ist ein kleiner Side-Fact. Zahlen, Daten, Fakten. Den Preisvergleich, da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal Gewicht, Länge und so weiter. Ne? Also zum Beispiel das Gewicht würde eine Rolle spielen, nehme ich das Teil mit als Backup-Lösung zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, was hätte ich denn dann zukünftig zusätzlich im Rucksack. Und da haben wir 156 Gramm. Das geht für mich mal ganz, ganz schwer in Ordnung. Mal ganz ehrlich, wer merkt das denn im Rucksack? Das ist das eine. Und jetzt kommen wir zu den Abmessungen. Die sind wichtiger. Also Säge im zusammengeklappten Zustand haben wir 18,5 cm. Säge komplett auseinandergeklappt. Da sind wir bei exakt 31,5 cm. Und was für uns natürlich logischerweise das Wichtigste ist, die Sägeblattlänge. Und da haben wir 13 cm Zahnung. 13 cm. Also definitiv Silky Pocketboy Leger. Da wir beim Thema Zahlen, Daten, Fakten sind, kommt jetzt hier noch eine Info für die ganz, ganz nerdigen Leute unter uns, also die es ganz genau wissen wollen. Und da geht es jetzt einfach um die Sägeblattstärke. Macht das eine Aussage? Hat das eine Aussage? Aus meiner Sicht hat es keine Aussage, aber ich möchte diese Daten trotzdem nachliefern für diejenigen, die es interessiert oder für die es wichtig ist. Also, hier haben wir den El Cheapo, den GTI Wung. Ja, und da haben wir eine Klingenstärke, eine Sägeblatt, was heißt Klingenstärke? Eine Sägeblattstärke von 1,1 mm. Hier haben wir eine Säge, das ist meine erste gekaufte, ist auch gar nicht schlecht, eine von Heimwert, die ist aber größer. Die hat eine Stärke von exakt 1 mm. Und das ist meine Gebrauchssäge, meine Lieblingssäge seit langer Zeit, mit der ich alles mache. Die ist toll, die Tajima G-Saw 240, galt
viele Jahre als der super Geheimtipp, hat ganz viele Silky-Sägen sogar auch ausgestochen. Komischerweise wird sie nicht mehr so oft benannt. Ne? Keine Ahnung warum. So, und hier haben wir, und da sieht man vielleicht auch, dass es kaum einen Sinn macht, ob man jetzt sagt, ein kräftigeres Sägeblatt hat irgendwelche Aussagen in Form von Können, Stabilität oder sonst irgendwas. Die G-Saw hat nämlich nur eine Sägeblattstärke von 0,6 Millimeter. Das heißt, die ist sehr, sehr flexibel, was nicht immer einen Vorteil hat. Ist natürlich eine Zugsäge, die man auch erstmal ein bisschen erlernen muss, weil man ein bisschen umdenken muss und ist wirklich außerhalb jeder Kritik. Die ist ganz, ganz toll. Dazu kommt aber irgendwann mal ein Langzeitreview. Schön, haben wir das erstmal abgekaspert. Das soll es jetzt auch wirklich zu den Zahlen, Daten, Fakten der Säge erstmal sein. Und jetzt kommen wir zu dem Allerwichtigsten, nämlich den Preisvergleichen. Und da setzt euch schon mal stabil hin, nicht, dass ihr hinten rüber kippt. Wirklich, das wird jetzt gleich ein No-Brainer. Ich verspreche euch das. Okay, die Silky Pocket Boy. Ihr seht, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Die Silky Pocket Boy. Achtung, die Silky Pocket Boy. Aktueller Verkaufspreis bei Amazon, da kann man sich immer sehr gut nachrichten. Mal gibt es die woanders, einen Tacken günstiger, manchmal einen Tacken teurer, aber in der Regel ist das eigentlich schon so der UVP, der so gehandelt wird. Silky Pocket Boy 43,28 €. Ich finde, für so eine kleine Säge, das ist schon ein echt amtlicher Preis. Ne? So, und jetzt guckt mal, also wenn man sich so eine gute Säge kauft, dann möchte man ja auch, so wäre jedenfalls meine Denke, natürlich auch auf Nachhaltigkeit gehen. Und das heißt, das ist natürlich toll, wenn man dann bei so einer Säge dann irgendwann das Sägeblatt wechseln kann. So, und jetzt schaut euch mal den Preis an des Ersatzsägeblattes. 22,12 €. Ich finde, das ist schon sportlich. Wir reden über eine kleine, zusammengeklappt 18 Zentimeter Säge. Ja, also, okay. Wer es ausgeben mag, für wen das kein Thema ist, alles gut. Okay, jetzt kommen wir, machen wir das mal wieder weg. Jetzt kommen wir zum Thema GTI-Wung bei eBay. Ja, bei eBay kostet sie 12,95 €. Das fand ich eigentlich schon recht günstig, als ich das erste Mal gesehen habe. Ne? Aber dann geht es ja weiter. Dann habe ich bei Amazon geschaut. 6,99 €. Na, das ist doch schon mal eine ganz andere Hausnummer, oder? Und jetzt kommt's. Achtung, Trommelwirbel. Und jetzt haltet euch fest. 3, 2, 1. Bam! Bei einem Anbieter mit dem Namen Instant bekommt ihr die Säge für sage und schreibe 2,99 €. So, habe ich zu viel versprochen? Ist das nicht ein No-Brainer? Das ist doch wohl mal völlig verrückt. Und es ist kein Temu oder sonst irgendwas. Natürlich kommt das alles aus derselben Produktion, ja. Aber für 2,99 €, gut, dann müsste man schon so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass man sich die Frage stellen muss, hallo, ja, wo kommt das denn her? Unter welchen Bedingungen wird sowas hergestellt? Ne? Aber ich sage nach wie vor, das Leben ist teuer genug und für seinen ökologischen Fußabdruck kann man auch an anderen Stellen sorgen. 2,99 € ein absoluter Hammer. Und ich habe es mal ausgerechnet. Für eine Silky-Säge würdet ihr 14,47 von diesen Sägen bekommen. Also 14 Sägen hiervon für eine Silky Pocket Boy. Und wenn das Teil jetzt gleich im Holz auch noch funktioniert, dann haben wir, glaube ich, oder dann behaupte ich mal, dass ich ein echtes Schnäppchen ausgegraben habe. Und jetzt gehen wir raus ins Holz. Und jetzt kommt das Wichtigste.
bitte, bitte säge jetzt auch noch. Bitte säge auch noch, sonst war das ganze Video bis hierhin mehr oder weniger umsonst. Ich hoffe, du sägst auch vernünftig. Okay, ab nach draußen in die Kälte, in die Nässe, in den Sturm. Und dann wird gesägt. Okay, wir machen jetzt ganz, ganz schnell. Wie ihr seht, es nieselt, es regnet und es ist nicht so schön. Vorab, Umgang mit Sägen, bitte, bitte, der Tipp, bitte nehmt wirklich immer Handschuhe. Ohne Mist. Ich bin da auch irgendwie ein bisschen nachlässig. Ich gelobe aber Besserung, nehmt Handschuhe. Und es müssen nicht immer teure Mechanics-Handschuhe sein. Hier habe ich auch ein El Cheapo aus schönem Leder. Ist noch im Langzeittest. Ich muss noch ein bisschen buddeln, das fehlt noch. Aber die sind großartig, sind die. Gut. Der El Cheapo tritt jetzt natürlich nicht gegen die Giso an. Da weiß ich aber, dass sie dieselbe Sägeleistung hat wie eine Seiko. Und das geht für mich einfach nur vom Gefühl her, dass ich euch da ein bisschen was vielleicht vergleichen kann. Das gilt also nur so für ein bisschen Probeschnitte zum Vergleich. Okay. Ich habe 1, 2, 3, 4 Sorten Holz rausgesucht. Wir fangen klein an. Wir fangen gleich an. Das ist ein Buchenverschnitt. Ne? Wirklich, ihr seht ja, der Durchmesser etwas, ja doch, deutlich dicker als ein Daumen. Aber ach mein Gott. Ja, könnte man natürlich auch mit einem Multitool sägen. Aber wir fangen ja nur klein an. Ich mache das jetzt einfach nur vom Gefühl her, damit ich das entwickeln kann. Mit der Tajima, mit der Giso. Okay. Okay. Das bewahren wir uns auch mal auf für den Anblick des Sägeschnittes. So, okay, El Cheapo, nun zeig mal, ob du was kannst. Okay, es ist natürlich ein Unterschied zur Tajima, logischerweise auch wegen dem kürzeren Sägeblatt. Na, verhakt sich doch manchmal, trotz der Schränkung. Aber wenn man es einmal raus hat, guckt euch mal den Sägeschnitt an. Super glatt. Vergleichen wir mal mit der Tajima. Sieht das sogar ein bisschen besser aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, super, wirklich, wirklich super, super glatt. Okay, gut. Buche das erste. Steigern wir uns zum Ahorn. Wem sagt dieser Stick hier noch was? Wenn der dir nicht sagt, dann blende ich mal oben links im Video meinen kleinen Zweiteiler ein, Worm Grunting, also mein magischer Wurmstab. Da habe ich 2 große Videos drüber gedreht. Ergebnis verrate ich nicht. Kannst du ja mal reingucken, wenn es dich interessiert. Würde mich freuen. So, das ist Ahorn. Jetzt machen wir nichts mehr hier mit der Tajima. Jetzt gucken wir, dass wir hier mit dem El Cheapo durchkommen. Wie ihr seht, alles Übungssache. Und auch hier wieder der Sägeschnitt. Der ist wie ein Babypopo. Wirklich ohne Mist. Super, super glatt. Toll. Wirklich richtig, richtig gut. So. Nächste Option. Weide. Auch schon etwas trockener. Gucken wir mal, was hier so geht.
Holla. Und wenn ihr auch hier wieder diesen, ich hoffe, man kann das erkennen, diesen super glatten Sägeschnitt seht, das kann was. Jo, und jetzt geht's ab. Das Ding hier, und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir das hier im Garten machen, denn sowas wirst du im Wald ja fast nie finden. Das ist Ahorn. Schon, wartet mal, 3 Jahre, 4 Jahre, schön getrocknet. Und das Zeug ist knüppelhart. Ich weiß nicht, ob die Säge da nicht vielleicht kapituliert. Das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit, denke ich mal. Trotzdem, ich will es wissen. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Es ist geschafft. Boah. So. Wenn ich euch sage, es war zwar anstrengend, es ist wirklich knüppelhart und dieser Sägeschnitt ist wirklich glatt wie ein Babypopo. Ohne Mist, auf beiden Seiten glatt wie ein Babypopo. Unfassbar gut. So einen glatten Schnitt habe ich jetzt tatsächlich an der Tajima nicht. Also, auf jeden Fall super tauglich. Es rattelt nach wie vor nichts. Die unten im Keller, sehr, sehr dunkle Farbe des Sägeblattes ist jetzt so unter Tageslicht schon wieder ganz anders. Ne? Aber ich bin vom Sägeergebnis wirklich total positiv angetan. Absolut cool, wirklich cool. Kommen wir nun zum Fazit. Auf der einen Seite sehr, sehr einfach, auf der anderen Seite ein bisschen schwieriger. Also, generell, pauschal und sowieso kann ich euch ganz klar sagen, das Teil ist super klasse. Hier haben wir es nochmal, hat sich super gut geschlagen und so weiter. Ja, warum fällt mir in so ein Fazit, so ein klares Fazit, ein bisschen schwer? Denn ich denke mal, genau das ist so ein Teil. Ne? Guckt mal, so ein kleines Mini-Teil, wo ich zum Beispiel für mich sagen würde, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja? Mindestens 240er Länge, also 24 Zentimeter. Das ist eben also für mich die optimale Sägeblattlänge. Und dass der kleine Bursche hier sich so arg durchs Holz gequält hat, das lag nicht an ihm. Das lag an dem Holz einfach. Und da muss ich sagen, Learning für mich, nehmen vielleicht beim nächsten Mal Kiefernholz oder ein Stück Tanne. Ich habe sowas bloß nicht in meinem Privatbusch und dazu müsste ich auch erstmal in den Wald. Nein, also dementsprechend dachte ich mir, teste es an wirklich hartem Holz. Und wenn ihr in dem Praxisteil gesehen habt, wie lange ich damit an dem Stück Ahorn gesägt habe, ja,
dann hat das hier, dann nehme ich den El Cheapo hier total in Schutz. Das Holz ist wirklich knüppelhart. Ja, und das ist wirklich von mir sehr, sehr sorgsam gelagert. Das liegt nicht einfach irgendwo im Busch in der Ecke, sondern das ist wirklich überdacht. Das ist ganz bewusst mit einer Plane überspannt, weil einfach das ein Holz ist für mich, was nicht in den Ofen geht, sondern einfach, was ich mir als Option heranzüchte, um zum Beispiel Griffschalen für Messer herzustellen oder. Ja, also es ist ein Bastelholz, kein Verbrauchsholz. Und da hat sich das Teil sehr, sehr gut geschlagen. Nun war es aber ja von Anfang an so, dass ich den El Cheapo hier, den GTI Wung, direkt ins Verhältnis gesetzt habe zur Silky Pocket Boy. Okay, und zu Silky Pocket Boy gibt es auch ganz, ganz unendlich viele Videos und viele oder so. Na, mir sind so ein paar Buschcrafter aufgefallen, die dann eben halt mit dieser kleinen Säge rumgesägt haben. Das waren so Buschcrafter aus dem Einsteigersegment, die dann gesagt haben, oh, und das verschweigt euch YouTube. Ihr wisst ja gar nicht, wie anstrengend das ist. Ja, es ist anstrengend mit so einem kurzen Sägeblatt. Und hier hat sich aus meiner Sicht der El Cheapo unter der Preis-Leistungs-Prämisse sowieso mal völlig, ja, hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Okay, von einem super tollen Schnittbild, und das ist das Beste, was ich bisher je hatte, da können wir uns nichts von kaufen. Letztendlich kann es uns doch total egal sein, ob das Stück Holz einen super geraden Schnitt hat, ja, oder völlig zerrupft ist, vollkommen egal. Trotzdem ist so ein schönes Schnittbild doch auch irgendwo eine Leistung. Ja, das heißt, dass diese Zahnung und die Schränkung ja gar nicht so schlecht sein können. Auch wenn es erst einmal, wie vorhin schon gesagt, ne, ein wenig unwichtig sein mag, ne, guckt euch mal an das Sägebild. Guckt mal, das ist ein Sägebild. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Ich justiere noch mal nach. Guck mal, das ist so ein normales Sägebild. Ja. So, und jetzt guckt euch aber mal das Sägebild von dem GTI-Wung an. Also das ist wirklich glatt wie ein Babypopo. Brauchen wir das draußen? Nö. Sagt irgendwas aus? Ich weiß nicht. Aber cool ist es doch allemal. Wem würde ich jetzt nun also diese Säge empfehlen? Ne? Da sage ich ganz klar mit dem besten, am ruhigsten Gewissen. Jeder kann sich die kaufen. Gerne. Jeder. Und jeder wird es nicht bereuen, die in seinem Equipment zu haben. Nämlich, und sei es nur als ein Backup. Denn 2,99 € sind günstiger als jedes Ersatzsägeblatt. Auch ein Ersatzsägeblatt zum Beispiel von der Tajima Gisor, die ich eben halt liebe. Und es waren rund 150 Gramm. Das merkt doch mal, wollen wir doch mal ehrlich sein, merkt doch kein Mensch auf dem Rücken. Und was ich ganz, ganz spannend finde, das ist zum Beispiel der Einsatzgrund und Zweck von eben halt Diana und Basti vom Kanal BD Ventures, die dann ja eben halt, wie eingangs am Video erwähnt, halt ein wirklich stattliches Notfallshelter gebaut haben mit einer kleinen Ausrüstung. Und da sind wir bei dem Thema kleine Ausrüstung. Das ist hier so eine kleine Pouch. Und da passt das Teil also locker, ganz, ganz geschmeidig rein. Plus ein Messer, plus Feuerstahl, plus einen kleinen Hobokocher, plus. Also, und da bin ich mich jetzt gerade so ein bisschen überlegen, mir so ein kleines Mini-Setup zusammenzubauen und auch gerade für euch vielleicht mal so ein kleines Setup zusammenzustellen, was preisgünstig
so niedrig wie möglich ist und wo jeder sagen kann, hey, ich habe hier so ein kleines Täschchen und damit gehe ich morgens raus in den Wald, habe eine gute Zeit und koche mir ein schönes Süppchen oder sonst irgendwas und habe einfach eine gute Zeit. Und darauf kommt es doch an. Oder darum geht's doch. Also, das Teil preis-leistungsmäßig. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Nun hoffe ich natürlich, dass ich euch irgendwo vermitteln konnte, dass ich von Sägen in dieser Größe und mit der Sägeblattlänge nicht allzu viel halte. Aber wenn man es haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist einfach so ein El Cheapo doch schon. Dann ist das Ding schon gut. Schon wirklich gut. Und vor allen Dingen preis-leistungsmäßig ein absoluter No-Brainer. Um es mal ein bisschen neudeutsch hier zu sagen. Absolut, da braucht man keinen Gedanken drüber verschwenden. Das Teil ist klasse. Und halt als Backup, bam, super Option. Günstiger als jedes Ersatzsägeblatt für die Hauptsäge, die man vielleicht dabei hat. Also, mir hat wieder wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude dabei. Und wenn du Bock hast, dann kommentiere bitte gerne. Auch von mir aus auch, wenn du sagst, alles wieder mit viel zu lang, viel zu viel Palaver oder was weiß ich. Bitte, konstruktive Kritik. Konstruktiv, wenn es irgendwo möglich ist, freue ich mich. Und ansonsten freue ich mich selbstverständlich auch über einen positiven Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch, wäre mir wie immer eine Ehre, ein Abo wäre natürlich eine super Bestätigung für das, was ich hier so mache und warum ich hier heute Nacht noch vor der Kamera stehe unter stranger künstlicher Beleuchtung, die echt eklig ist. Und ansonsten Daumen runter, auch überhaupt gar kein Problem. Und noch schöner wäre es, wenn du mir sagen würdest, warum, weshalb, wieso und was ich besser machen kann. Also, gehabt euch wohl. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und geht raus in den Busch. Habt eine gute Zeit und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mick.